Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Bodo Schäfer und ich habe mein ganzes Leben über Erfolg nachgedacht und viel gelernt. Ich habe gesehen, es gibt eine Voraussetzung für jede Art von Erfolg. Die ist bedeutender als jede andere Voraussetzung. Die wichtigste Voraussetzung, die darüber entscheidet, wie erfolgreich du im Leben und im Job bist und ob du dein Traumeinkommen bekommst, ob du eine glückliche Beziehung hast, wie viel Erfüllung du hast. Diese wichtigste Voraussetzung für Erfolg heißt Selbstbewusstsein. Ich habe über dieses Thema ein Buch geschrieben und das habe ich fast 15 Jahre lang nicht mehr gemacht, ein Buch geschrieben. Ich wollte einfach warten, bis ich mich bereit fühlte für das wichtigste Thema unseres Lebens, wie wir Selbstbewusstsein entwickeln. Ja, und hier ist das Buch. Und ist es nicht wirklich schön geworden? Lass mich dir vorlesen, worum es in diesem Buch geht. Das findest du hinten auf dem Buch. Akademie für Selbstbewusstsein. Als Karl dieses Schild liest, verspürt er ein Gefühl von Ehrfurcht. Wieso hat ihn Mark, den er erst vor kurzem kennengelernt hat, hierhin mitgenommen? Selbstbewusst? Das ist Karl nun wirklich nicht. Er ist ein unglücklicher Jurastudent mit einem schlecht bezahlten Nebenjob. Und er kann sich bei bestem Willen nicht vorstellen, wie sich daran etwas ändern soll. Aber seit dem Zusammentreffen mit Mark nimmt sein Leben eine ungeahnte Wendung. Er erfährt, wie wichtig es ist, sich auf 3 Fragen zu konzentrieren und darauf eine gute Antwort zu finden. Erstens, wer bin ich? Bin ich liebenswert? Kann ich das? Als Karl der charmanten Anna begegnet, spürt er die Magie des Selbstbewusstseins. Er beschließt, sein Leben selbst in die Hand zu nehmen und er findet heraus, er ist viel selbstbewusster, als er gedacht hätte. Du siehst also, dieses Buch ist eine Geschichte. Und es ist so, dass dieses Thema für mich sehr, sehr emotional ist. Denn ich bin fast, ich weiß nicht, ob du das weißt, an der Schule gescheitert. Ich war Legastheniker und meine Lehrer haben gesagt, Bodo Schäfer, du bist dumm. Dumm. Sie dachten, ich müsste mich einfach nur besser konzentrieren. Aber ich bekam das einfach nicht hin. Ich konnte nicht richtig rechtschreiben. Ich war völlig verzweifelt. Und eines Tages nahm mich ein Lehrer auf Seite und sagte, Bodo, du bist Legastheniker. Und weißt du was? Legasthenie ist ein Talentsignal. Du musst jetzt herausfinden, was du gut kannst. Meine Lehre? Der Selbstbewusste schaut nicht so sehr auf das, was fehlt, sondern auf das, was möglich ist. Und das habe ich dann daraus gemacht. Ich konnte zwar nicht richtig schreiben, aber gut. Also im Sinne von kreativ schreiben. Das heißt, ich kann doch schreiben. Und das war der Wendepunkt in meinem Leben. Und schließlich haben Menschen auf der ganzen Welt über 15 Millionen Bücher von mir gekauft. Von mir, dem Legastheniker. Wie war das möglich? Das ist meine Botschaft. Wir brauchen Menschen, du und ich, die uns sagen, du kannst das. Und wir müssen lernen, uns das selber zu sagen. Du kannst das. Mit anderen Worten, wir brauchen Selbstbewusstsein. Und darum habe ich dieses Buch geschrieben. Es ist eine Geschichte, die dir zeigt, wie du selbstbewusst wirst. Und es ist auch mein persönlichstes Buch. Denn ich habe mein ganzes Leben in diese Geschichte eingewoben. Ich schreibe kreativ. Das kann ich. 15 Millionen Bücher, 6 Spiegel-Bestseller. Aus einem Buch wurde ein Musical in Korea. Ein Hund namens Manny wurde in China Schulbuch, Pflichtlektüre für alle Schüler. Ich, der Legastheniker. Heute kann ich darüber lachen. Und ich kann dir meinen Lieblingswitz über Legastheniker erzählen. Und der lautet, dass die Lehrerin zum kleinen Fritzchen sagt, wie schreibst du Krokodil? Und dann sagt er, das schreibe ich so. K-R-O-H-C-K-O-O-H-D-I-E-H-L. Krokodil. Die Lehrerin sagt, um Gottes Willen, das ist ja völlig falsch. Nein, sagt Fritzchen, das ist richtig. Nein, sagt die Lehrerin, das ist falsch. Fritzchen sagt ganz klar, nein, es ist richtig.
Sie haben gefragt, wie ich Krokodil schreiben würde. Und ich würde es so schreiben. Was du aus meiner Geschichte lernen kannst: Du wirst nicht reich, indem du Fehler vermeidest, sondern indem du deine Stärken entdeckst und sie ausbaust. Selbstbewusstsein besteht aus 3 Bestandteilen. Einmal das Selbstvertrauen. Das bedeutet, dass wir uns zutrauen, mit den Herausforderungen des Lebens fertig zu werden. Kann ich das, ist die entscheidende Frage. Zweitens ist es das Selbstbild, also das Bild, das wir von uns selber haben, du und ich. Was für ein Mensch bin ich? Und bin ich dafür dankbar? Und da lautet die magische Frage: Wer bin ich? Das Selbstbild beinhaltet auch, dass ich weiß, wie ich mich im Alltag verhalte, weil ich so und so bin, verhalte ich mich so und so. Drittens, Selbstachtung. Dass ich so viel Achtung vor mir selber habe, dass ich glaube, ein glückliches Leben zu verdienen. Und dass ich es verdiene, geliebt zu werden. Und da ist die magische Frage: Bin ich liebenswert? Das sind also die 3 Bestandteile von Selbstbewusstsein. Erstens Selbstvertrauen, zweitens Selbstachtung und drittens Selbstbild. Und die 3 Fragen, die jeder selbstbewusste Mensch mit einem klaren Ja beantworten kann, die sind: Kann ich das? Bin ich liebenswert? Und weiß ich, wer ich bin? Es gibt 3 Erlebnisse in meinem Leben, die das Thema Selbstbewusstsein so wichtig machen, zu einem Kernthema meines Lebens. Das erste, das kennst du schon, dass ich als Legastheniker fast an der Schule gescheitert werde. Aber es gibt noch ein zweites Erlebnis. Ich war gerade mal 11, 12 Jahre alt und sollte in der Kirche ein Gedicht vortragen. Jetzt wirst du denken, Bodo Schäfer, der heute vor Tausenden von Menschen redet, das war doch sicherlich ein Kinderspiel für den. Doch ich erinnere mich noch genauso daran, als wenn es gestern gewesen wäre. Meine Knie haben gezittert, mein ganzer Körper schlotterte. Ich hatte panische Angst. Ich war wie gelähmt. Ganze 2 Wochen habe ich geübt, auch mit meiner Mutter, bis ich das ganze Gedicht, jede Silbe auswendig konnte. Ich habe es unzählige Male gesprochen, bis ich es fehlerfrei konnte. Und dann stand ich vor diesen Menschen in der Kirche und es wurde mir einfach schwarz vor Augen. Ich bin vor das Mikrofon gegangen und ich brachte keinen Ton heraus. Und dann ist etwas ganz Schlimmes für mich passiert. Mein Unterkiefer hat sich verselbstständigt. Und meine Zähne klapperten und das war im Mikrofon deutlich zu hören. Und in der letzten Reihe von der Kirche hörte ich schon das erste Kichern, dann wurde das Lachen lauter. Es war ein einziger Albtraum. Ich bin dann endlich weggelaufen und statt des Gedichts war mir klar, haben die Leute nur das Klappern meiner Zähne gehört. Ich habe an dem Tag bitterlich geweint und ich habe mir geschworen, ich werde niemals wieder vor Menschen sprechen. Niemals, nie, nicht. Ist durch das Thema. Aber zum Glück hatte ich meinen Opa. Und mein Großvater war ein sehr weiser Mann. Ich habe ihm das so erzählt und er sagte dann zu mir: Bolo, das stimmt. Das ist echt nicht gut gelaufen für dich. Aber, sagt er, mein Gefühl sagt mir, mach da keinen Deckel drauf. Sieh deinen Fehler als Lehrer, lerne daraus, habe von jetzt ab immer einen Spickzettel dabei, aber mach weiter. Ich habe das nicht verstanden, was der meinte. Mach da einen Deckel drauf. Er hat es mir dann erklärt. Sprechen vor Menschen ist der Topf. War nicht gut gelaufen. Mache ich da einen Deckel drauf, ist das Thema abgeschlossen. Ich würde das nie wieder machen. Er sagte, mach keinen Deckel drauf, sondern lerne. Was in dem Topf passiert, ist lerne. Und das ist so, dass ich heute noch Spickzettel dabei habe, wenn ich vor vielen Menschen spreche. Ich bin wahrscheinlich der einzige Sprecher, der unfassbar oft vor über 10.000 Menschen gesprochen hat, der immer eine Aufzeichnung dabei hat. Das ist von damals so. Und ich bereite jede einzelne Rede, jede einzige, neu vor. Immer wieder, weil ich daraus gelernt habe. Und dadurch werden die Reden immer ein bisschen besser. Davon bin ich fest überzeugt. Und all das, weil ich keinen Deckel drauf gemacht habe.
Und das hat schließlich dazu geführt, dass ich zum Beispiel im Moskauer Olympiastadion vor 36.000 Menschen gesprochen habe. Ich, der damals einen Deckel drauf machen wollte. Und insgesamt vor über 1 Million Seminarteilnehmern. Schau dir doch kurz dieses Video an, das dieses Thema sehr schön auf den Punkt bringt. Also, tschüss. Für Sie. Dr. Braun? Hallo, mein Schatz. Hallo, Mama. Deshalb glauben wir, dass Ihr Sohn aufgrund seiner Lernschwäche den Anforderungen unserer Schule nicht gewachsen ist. Mama, was ist denn? Deine Lehrer finden, dass du eine ganz besondere Begabung hast und noch mehr gefördert werden musst. Ich werde dich dabei unterstützen. Ich glaube an dich. Danke, Mama. Und dann gibt es noch eine dritte Begebenheit. Ich komme eines Tages von der Schule nach Hause und da sitzt der Pfarrer am Küchentisch. Meine Mutter hatte ihn geholt, weil ich ihrer Meinung nach zu eingebildet geworden war, zu großspurig, große Klappe und so. Der Pfarrer sagte, Gott liebt bescheidene Menschen. Und dann hat er auf mich eingeredet, dass man still sein müsse, dass man, wenn man was kann, dass man damit nicht angeben dürfe und wenn man das schon erzählt, schon angeben würde und so weiter und so weiter. Irgendwie hat mich das lange begleitet und ich habe gedacht, es ist unanständig, wenn ich zu meinen Stärken stehe. Und als ich schon einiges erreicht hatte und der Papst mich zu einer privaten Audienz eingeladen hat, Papst Johannes Paul II., haben wir dann auch über Selbstbewusstsein gesprochen. Und er hat mein Buch gesegnet, er hat meine Stiftung gesegnet, er hat mich gesegnet und er hat gesagt, sagt den Menschen, dass es gut ist, an sich zu glauben. Mein großes Anliegen, die Guten sind zu still. Sie sind zu still, weil sie zu wenig Selbstbewusstsein haben und weil sie Stillsein als Tugend empfinden. Wenn die Guten aber ruhig sind, dann dominieren die anderen und dann entstehen Diktaturen in Ländern, in Gesellschaften, auch in den Firmen. Wenn wir Selbstachtung haben, lassen wir das nicht zu. Mein Appell ist, lasst uns dagegenhalten, lasst uns selbstbewusst für das Gute eintreten. Ich glaube, wir brauchen ein Movement, eine Bewegung für mehr Selbstbewusstsein. Unser erstes Ziel ist es, lasst uns zusammen mindestens 10 Millionen Menschen dazu helfen, an sich zu glauben. Vielleicht fragst du, brauchen wir wirklich so ein Movement für Selbstbewusstsein? Nun, wir erzählen uns 2 Lügen. Die erste Lüge, ich kann das nicht. Und die zweite Lüge, ich bin nicht genug. Die Wahrheit ist aber, ich kann das und ich bin genug. Du kannst das und du bist genug. Wenn du selbstbewusst bist, gibt es keine Grenzen für dich. Dann hast du den Mut, das zu tun, was du liebst. Und wenn du älter wirst, wirst du nur eins bereuen. Das sind die Dinge, die du nicht getan hast. Kennst du das? Kennst du das Folgende? Die meisten Menschen haben ihr Wort so oft gebrochen, dass sie sich selber kein weiteres Wort mehr glauben. Auch darum müssen wir Selbstbewusstsein lernen. Selbstbewusstsein ist das ganz tiefe Wissen, ich kann alles erreichen, was ich mir vornehme. Ich kann mir vertrauen. Mach doch bitte für einen Moment mal die Augen zu und spüre mal in dich rein, wie würde sich das anfühlen, wenn du jetzt ganz genau wüsstest, dass du alles erreichen kannst, was du dir vornimmst. Mach mal die Augen zu. Beruflicher Erfolg,
eine fantastische Familie, innerer Frieden, Stolz, Freunde, dein Wohnort, dein Urlaub, das Buch, das du schreiben willst, das Lied, das du aufnimmst, den Film, den du drehst. Ich glaube, wir brauchen diese innere Gewissheit. Ich kann das. Ich bin genug. Wir brauchen dieses felsenfeste Selbstvertrauen, denn sonst träumen wir nicht. Wir fangen nicht an oder wir geben auf. Kennst du jemanden, der so ein felsenfestes Selbstvertrauen hat? Denk mal kurz an diesen Menschen. Und jetzt stell dir vor, dass auch du so selbstbewusst bist. Was wir über uns selber denken, das wird in unserem Leben wahr. Unser Leben wird so schön und erfüllend, wie unser Selbstbewusstsein es zulässt. Wer Selbstbewusstsein für etwas Bedenkliches hält, für den bleibt oft nur noch die Opferrolle. Ohne Selbstbewusstsein haben wir keine Ausdauer. Warum auch? Es würde sich ja gar nicht lohnen, ausdauernd zu sein. Wir haben aber auch kein KLUW, kein konstantes Lernen und Wachsen. Wofür sollten wir lernen? Keine Träume und Ziele, wären ja doch nur Fantasien. Wir trauen uns dann auch nicht zu lieben, weil wir denken, wir sind nicht genug, die Liebe wird nicht erwidert. Wir machen uns nicht selbstständig. Wir neigen zu Aufschieberitis. Unser Einkommen ist zu niedrig. Wir verpflichten uns nicht zu hohen Zielen. Das ist immer und immer wieder Selbstbewusstsein. Ich glaube, du fühlst, wie wichtig dieses Thema ist. Und deswegen habe ich auch so lange gewartet, bis ich dieses Buch geschrieben habe. Und du kannst dieses Buch jetzt bestellen, bei Amazon oder bei deinem Buchhändler. Und das ist die Frage, die ich in diesem Buch ganz ausführlich beantworte. Wie kannst du Selbstbewusstsein aufbauen? Wie kannst du fühlen, du kannst das, egal welche Herausforderung auf dich wartet? Wie kannst du sicher sein, du bist liebenswert? Wie kannst du sicher fühlen, dass du ein schönes, glückliches Leben verdienst und dass du es wert bist, geliebt zu werden? Wie kannst du Antwort finden auf die Frage, wer bin ich? Was für ein Mensch bin ich? Und wie kannst du dafür dankbar sein? Das Buch ist eine Geschichte. Und die Geschichte handelt von Karl. Der stellt sich alle diese 3 Fragen und er lernt, wie einfach er diese unfassbar wichtigen 3 Fragen beantworten kann. Lass mich dir ein paar Zitate aus dem Buch vorlesen. Schreibe deine Geschichte mit Liebe zu dir. Wie willst du sonst deinen Partner lieben? Wie willst du jemand anderem etwas geben, was du selbst nicht hast? Wenn du dich selbst liebst, ist es unmöglich, dass du jemandem gestattest, dich respektlos zu behandeln. Das Einzige, was zwischen dir und deinem Glück steht, ist deine Geschichte über dich selbst. Der Himmel steht uns offen und wenn du ihn nicht betrittst, dann, weil du dich für unwürdig hältst. Ich glaube fest, jeder Mensch ist ein Engel. Die Frage ist nur, welche Botschaft überbringen wir anderen und welche Botschaft sagen wir uns selbst? Mein Angebot an dich ist, lass uns zusammen diese Botschaft in die Welt tragen. Du kannst das. Du bist genug. Lass uns gemeinsam helfen, dass immer mehr Menschen der Beste werden, der sie sein können. Selbstbewusstsein scheint so ein weicher Faktor zu sein, so wenig greifbar, aber er macht in Wahrheit den ganz, ganz großen Unterschied aus. Er entscheidet, ob du ein Leben im Licht, im Glück und im Erfolg führst oder ob du immer weit unter deinen Möglichkeiten bleibst. Ich freue mich sehr, wenn du dieses Buch bestellst. Ich glaube, es gibt eine große Sache, die jeder von uns tun muss. Wir müssen einen Weg finden, es möglich zu machen. Was? Wir müssen einen Weg finden, das Leben zu haben, das uns erfüllt und das uns entspricht. Es sind nur 3 Worte, die dieses Leben möglich machen. Ich kann das. Nur 3 Worte und wenn wir sie mit voller Überzeugung sprechen, dann verändern diese 3 Worte unser Leben. Ich habe über diese 3 Worte ein Buch geschrieben und es heißt genau so, ich kann das. Meine Bitte, kauf dir dieses Buch. Es ist eine Geschichte von einem jungen Mann, der Selbstbewusstsein lernt. Ich kann das, ist aber auch meine Geschichte.
die ich in diese Erzählung mit reingepackt habe über Karl, Anna, Mark und Michael. Aber wenn du es willst, ist diese Geschichte nicht nur meine Geschichte, sondern auch deine Geschichte. Weißt du, wir haben alle mehrere Geschichten in uns und unser Leben kann unterschiedlich aussehen. Aber es gibt einen Lebensentwurf, der uns wirklich erfüllt. Und dieser Entwurf, der beginnt immer mit Ich kann das. Deswegen mein Appell, kaufe dieses Buch. Ich bin mir ganz sicher, es wird dein Herz berühren. Es wird dir den Weg zu Selbstbewusstsein zeigen, zu mehr Selbstbewusstsein. Es wird ein wirklicher Schatz für dich sein, da bin ich mir ganz sicher. Ich habe zugesagt, an diesem Buch in diesem Jahr nichts zu verdienen. Wenn du jetzt Ich kann das kaufst, spende ich mein Honorar, das ich vom Verlag bekomme, und ich lege obendrein für jedes Buch noch eine Spende obendrauf. Und mit diesem Geld bauen wir in Afrika wieder eine Schule. Lass uns zusammen die Welt zu einem besseren Ort machen. Werde der Beste, der du sein kannst. Du kannst das.